Hey, zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin Tim. Hallo. Heute reden wir über Modalverben, also diese kleinen Helfer wie können, müssen, dürfen und wollen. Die sind echt wichtig im Alltag, oder? Total. Hi auch von mir. Modalverben sind überall, jeden Tag. Und keine Sorge, wir machen das langsam und mit vielen Beispielen. So, dass ihr das gut hören und leicht benutzen könnt. Genau. Vielleicht kurz, Modalverben sind Verben, die ein anderes Verb brauchen. Zum Beispiel, ich kann schwimmen. Kann ist das Modalverb, schwimmen ist das andere Verb. Klingt einfach, oder? Ja, und wir starten mal mit können. Können heißt, man hat die Fähigkeit oder es ist möglich. Also so, ich kann heute nicht kommen. Oder kannst du mir helfen? Sehr normal im Alltag. Oh ja, ich sag oft, kannst du mir kurz eine Mail schicken? Im Büro, weißt du? Oder wir können später telefonieren. Können ist sehr praktisch, auch für Vorschläge. Können wir um 8 treffen? Genau, und wenn du höflich sein willst, klingt, kannst du schon nett genug. Du kannst auch sagen, könnten sie, das ist dann sehr höflich, aber dass es schon A2 passt. Wichtig ist, das andere Verb steht am Ende, kannst du mir helfen? Helfen geht ans Ende. Kleine Story. Ich kann ein bisschen Gitarre spielen, aber ich kann noch nicht gut singen. Meine Nachbarn, die finden das auch besser so, glaube ich. Da hört ihr zweimal können und dann die Verben am Ende spielen, singen. Singe. Haha, ja. Und manchmal geht's um Möglichkeit, nicht um Fähigkeit. Zum Beispiel, in Berlin kann man überall Fahrrad fahren. Das heißt, es ist möglich, nicht, dass jeder gut fährt, aber man kann. Okay, nächstes Modalverb müssen. Müssen ist Pflicht, Notwendigkeit. Also Dinge, die du tun musst. Ich muss um 7 aufstehen. Oder muss ich dieses Formular ausfüllen? Ja, und wichtig, nicht müssen heißt nicht verboten. Es heißt, es ist nicht nötig. Zum Beispiel, du musst heute nicht kochen. Das heißt, du kannst kochen, aber du brauchst nicht. Verboten ist was anderes. Genau, und verboten ist dann mit dürfen. Aber warte kurz, bei müssen noch ein Beispiel. Im Büro sagt mein Chef oft, du musst den Bericht heute schicken. Dann weiß ich, oh Mann, keine Ausrede. Ich muss das machen heute. Ja, das kenne ich. Bei mir zu Hause, ich muss jeden Samstag einkaufen, sonst habe ich nichts im Kühlschrank. Aber manchmal denke ich, ach, ich muss nicht kochen, ich bestell was. Siehst du, nicht müssen heißt, ich kann es lassen. Super Übergang dürfen. Dürfen ist Erlaubnis, also Permission, erlaubt oder nicht erlaubt. Fragen sind oft, darf ich hier sitzen? Darf man im Park grillen? Antwort kann sein, ja, du darfst. Oder, nee, hier darf man nicht. Und Vorsicht, nicht dürfen heißt verboten. Also, du darfst hier nicht rauchen. Das ist, es ist verboten, es geht nicht. Viele Leute verwechseln das mit nicht müssen, aber das ist echt was anderes. Ich hatte mal eine peinliche Situation im Kino. Ich frag so, darf ich mein Getränk mit reinnehmen? Und der Mann sagt, nee, das darf man hier nicht. Tja, ich musste es draußen lassen. Dürfen klärt Regeln. Gutes Beispiel. Noch eins, in der Bibliothek darf man leise sprechen, aber man darf nicht telefonieren. Leise heißt nicht laut. Also, ein bisschen sprechen ist okay, aber Handy, nee, verboten. Halt, kommen wir zu wollen. Wollen ist Wunsch, Absicht. Ich will heute früh schlafen. Oder willst du Pizza essen? Das sagt man super oft sehr direkt. Ja, und noch ein Tipp, viele sagen auch möchten, das ist höflicher. Also, ich möchte einen Kaffee. Aber wir bleiben heute bei wollen. Mit Freunden sage ich oft, ich will einen Kaffee. Ganz normal, bisschen direkter. Bei Plänen ist wollen auch gut. Zum Beispiel, wir wollen am Wochenende wandern. Oder in Fragen für Vorschläge, wollen wir später zum Markt gehen? Das klingt freundlich und aktiv. Komm, wir machen das. Ich liebe das. Man kann auch mischen, also verschiedene Modalverben setzen, aber Schritt für Schritt. Einfache, klare Sätze sind super. Erstmal mit einem Modalverb, dann das Vollverb hinten. Das ist die Basis. Lass uns nochmal Wortstellung üben, ganz kurz. Ich sag, ich kann heute nicht arbeiten. Kann steht an zweiter Stelle, arbeiten am Ende. Oder frage, kannst du morgen kommen? Da kommt kommen nach hinten, ganz ruhig. Und bei müssen, ich muss jetzt los. Oder mit Objekt, ich muss den Zug nehmen. Bei dürfen darf ich das Fenster öffnen, öffnen am Ende. Bei wollen, wir wollen später kochen. Kochen wie immer hinten. Was sind so typische Fehler, die du hörst? Ich höre oft, ich nicht muss gehen. Da fehlt die richtige Stelle für nicht. Besser, ich muss nicht gehen, also nicht nachmüssen. Ja, genau. Und manche sagen, ich darf nicht gehen und meinen, ich muss nicht gehen. Aber ich darf nicht gehen heißt, es ist verboten zu gehen. Wenn es nicht nötig ist, sag, ich muss nicht gehen. Großer Unterschied. Noch ein kleiner Alltagstipp, für höfliche Bitten geht können super. Kannst du mir bitte helfen? Oder im Restaurant, können wir zahlen bitte? Das klingt freundlich und direkt, passt fast immer.
Und für Regeln immer dürfen nutzen. Darf man hier parken? Das Wort erlaubt ist auch gut. Erlaubt heißt okay, das geht. Verboten heißt nee, geht nicht. So merkst du es besser. Bei müssen hilft mir das Wort Pflicht. Ich denke, muss ich das wirklich? Ist es Pflicht? Wenn ja, dann müssen. Ich muss meine Miete zahlen, klar. Ich muss Wasser trinken, naja, sonst fühle ich mich schlecht. Und bei wollen kannst du deine Ziele sagen. Ich will mehr Deutsch sprechen, das ist stark und motivierend. Du sagst deinem Gehirn, hey, das ist mein Plan. Kleiner Tipp, sag es laut, jeden Tag. Wollen wir mal einen Mini-Dialog machen, so Alltag? Ich fange an, hey Julia, kannst du heute Nachmittag? Ich antworte, ich kann ab 3 Uhr und dann, aber ich muss vorher noch einkaufen. Da habt ihr können für Zeit, müssen für Pflicht. Dann frage ich, dürfen wir im Park grillen? Das checkt die Regel. Guck mal, Ich sag dann, nee, wir dürfen da leider nicht grillen, das ist verboten. Aber wir können Sandwiches mitbringen. Und willst du Limonade? Da ist wieder Wollen für Wunsch. perfekt. Noch ein Beispiel aus dem Job, muss ich das Meeting vorbereiten? Ja, aber du darfst die Präsentation kurz halten. Kurz halten heißt nicht lang. Und kannst du sie mir morgen schicken? Sehr realistisch. Und zu Hause, ich will heute aufräumen, aber ich kann nicht so viel, ich bin müde. Dann sagt jemand, du musst nicht alles heute machen. Das ist nett, kein Druck. Wir können zusammen aufräumen. Teamwork. Haha, ja, das liebe ich. Noch ein Mini-Tipp in Fragen für Pläne ist, wollen wir? Sehr natürlich. Wollen wir Sonntag schwimmen gehen? Oder ein bisschen weicher, können wir Sonntag schwimmen gehen? Beides klingt gut, nur der Ton ist anders. Manchmal fragt mich jemand, was heißt dürfen genau? Ich sag dann, dürfen ist, wie ist das okay? Du fragst nach Erlaubnis. Wenn es okay ist, du darfst. Wenn es nicht okay ist, du darfst nicht. Ganz klar. Und bei können sage ich, kann dein Körper oder dein Plan das? Also Fähigkeit oder Zeit. Ich kann schwimmen, aber ich kann heute nicht schwimmen, weil ich arbeiten muss. Guck, jetzt sind können und müssen zusammen. Oh, guter Satz. Und ihr hört auch, weil ich arbeiten muss. Das ist schon kleine Extragrammatik. Wenn das noch schwer ist, kein Stress. Ihr könnt einfach 2 Sätze machen. Ich kann heute nicht, ich muss arbeiten. Passt auch. Genau, kurze Sätze sind völlig okay. Wichtig ist, dass ihr sprecht. Im Café, ich will einen Kaffee. Oder höflich, ich möchte einen Kaffee. Und wenn ihr unsicher seid, einfach lächeln und langsam sprechen. Das hilft immer. Das hilft immer auch kennen. Bevor wir schließen, eine schnelle Übung. Ich sage Deutsch, du denkst im Kopf an das richtige Modalverb. Beispiel 1 ist es Pflicht, ich, früh aufstehen, Antwort muss. Beispiel 2, Permission, ich hier sitzen, Antwort darf. Und Beispiel 3, Fähigkeit, ich ein bisschen tanzen. Antwort kann. Beispiel 4, Wunsch, ich heute Pizza. Antwort will. Sehr gut. Wenn das klappt, seid ihr wirklich auf einem super Weg. Letzter Tipp aus meinem Alltag, ich schreibe mir kleine Sätze auf mein Handy. Sowas wie, ich muss um 8 los. Darf ich hier laden? Für mein E-Bike? Haha. Dann sage ich es laut, einmal am Tag. Das bleibt im Kopf. Ich spreche zu mir selbst beim Kochen, echt jetzt. Ich will Salz. Ich kann noch Gemüse schneiden. Ich muss das Wasser abgießen. Das klingt komisch, aber es hilft total. Probiert das mal. Okay, Leute, das war viel, aber sehr nützlich, finde ich. Können, müssen, dürfen, wollen. Ihr habt jetzt viele Beispiele. Hört die Folge nochmal und macht eigene Sätze. Kleine Schritte jeden Tag. Ja, und wenn euch das gefallen hat, lasst gern ein Like da und abonniert unseren Kanal. Schreibt auch in die Kommentare eure Sätze mit den Modalverben. Wir lesen das und geben Feedback. Versprochen. Danke euch. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, bleibt dran und ja, übt ein bisschen jeden Tag. Tschüss. Tschüss ihr Lieben, macht's gut und denkt dran, ihr könnt das wirklich. Bis bald.